Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man so eine Strandtasche oder auch Shopper häkelt. Die Tasche hat ganz viel Platz. Abmessungen für diese Tasche sind: hier in die Breite ist 42 cm, von der Seite ist es 8 cm und die Höhe hier von den Griffen, es ist ungefähr 34 cm. Die Griffe habe ich gehäkelt, aber klar kann man auch Kunstledergriffe besorgen, zum Beispiel zum Anschrauben hier in diese Öffnungen durchziehen oder sowas zum Annähen auch, sieht toll aus. Diese Tasche habe ich aus Multikarton-Zwirl gehäkelt und ich habe 2 Knäuel davon verbraucht und ganz bisschen, das ist der Rest davon geblieben. Gehäkelt habe ich mit Häkelnadel Nummer 5. Außerdem braucht man eine Wollnadel und ein paar Maschenmarkierer. Diese Tasche, klar, kann man mit anderen Garn häkeln. Orientieren Sie sich nach meinen Maßen. Diese Schnur ist 3 mm dick, ohne Innenkern. Für diese Tasche habe ich fast 500 Gramm verbraucht und in die Meter es ist 420 Meter, plus minus paar Meter vielleicht. Wenn Sie Anleitung an sich ändern, passen Sie auf mit diesem Muster. Der geht eine Reihe mit Halbstäbchen, eine Reihe wechselt sich Halbstäbchen mit Luftmaschen ab. Dann brauchen Sie in die Länge ungerade Maschenanzahl, damit dieser Muster dann richtig funktioniert. So, orientieren Sie einfach nach meiner Maschenanzahl. Die Tasche wird in einem Stück gehäkelt. Fängt man mit der Seite an, mit dieser kleinen Seite, und dann von der Seite aus in die Länge weiter häkelt man. Und das können Sie anpassen. Ein bisschen mehr Maschen, dann wird das größere Tasche oder umgekehrt kleiner, aber unbedingt ungerade Maschenanzahl. Und am Ende wird dann die andere Seitenteil gehäkelt. Als erstes schneiden Sie ungefähr 2 Meter von Garn ab. Das brauchen wir später für die Seitenteile zu vernähen. Anfangs Luftmaschenkette besteht aus 37 Luftmaschen. Einen Knoten bilden und ab jetzt 37 Mal zählen. Da wir mit Halbstäbchen häkeln, brauchen wir noch 2 Maschen, um hochzusteigen in die erste Reihe. 1, 2. Jetzt schauen Sie, hier 1, 2 lassen wir frei und in die dritte fangen wir an. Drauflegen, hier unter der einen Faden, rausziehen und alle 3 auf einmal. Dann in die nächste drauflegen, unter der einen Faden, und man häkelt alle diese 37 Maschen zurück. Am Ende von jeder Reihe häkeln wir 2 Luftmaschen, um zu steigern. So, dreht man rum. Diese Reihe wird Halbstäbchen mit Luftmaschen sich abwechseln. Also als erstes häkeln wir Halbstäbchen, und zwar wir gehen direkt in diese erste Masche, von wo diese 2 Luftmaschen rauskommen. Also drauflegen, hier unter die 2 Faden. Und das zählen wir immer als 1, eine Halbstäbchen. Dann eine Luftmasche. Hier unten wird übersprungen und dann in die nächste eine Halbstäbchen. Eine Luftmasche.
nächste wird übersprungen, Halbstäbchen. Und so bis zu Ende von dieser Reihe. Hier am Ende Luftmasche, eine überspringen und in dieser Stelle ist allerletzte Halbstäbchen. Am Ende 2 Luftmaschen und dreht man rum. Und hier wiederholt man das wieder, diese allererste Reihe. Und dann nächste wird diese Reihe überholen. Also man wird abwechselnd diese Muster häkeln. So, genau die erste. Wir häkeln immer unter die 2 Faden. Nicht in die Öffnung, sondern immer hier 2 Faden, hier 2 Faden drauflegen. Erste, hier zweite und bis zu Ende von dieser Reihe. Kontrollieren Sie auch Maschenanzahl. Es soll immer 37 Maschen bleiben. Und hier am Ende auch unter diese 2 Faden letzte Halbstäbchen. 2 Luftmaschen. Und nächste Reihe wird sich wie die Reihe Nummer 2 wiederholen. Also die erste Halbstäbchen, dann Luftmasche, eine unten überspringen und die nächste. Insgesamt, es wird 6 Reihen geben. Also ihr häkelt das selbstständig. Wiederholen Sie jetzt Reihe Nummer 2, dann die Reihe Nummer 3 und so weiter. Insgesamt 6 Reihen. Am Ende von Reihe Nummer 6, wir häkeln keine 2 Luftmaschen zur Steigerung, sondern eine Luftmaschenkette weiter mit 46 Maschen. Ab jetzt direkt zählen. 1, 2, 3, 46 Mal. 46 Maschen sind fertig. Jetzt brauchen wir noch 2 zum Steigerung in der nächsten Reihe. So, dreht man rum, häkeln wir zurück. Und zwar diese Reihe wird mit vollem Halbstäbchen sein. Genauso wie hier, wie diese Reihe. Also, schauen Sie. 1, 2 lassen wir und hier unter die 2 Faden erste Halbstäbchen. Diese erste Reihe wird ein bisschen schwierig sein, weil muss man genau unter die 2 Faden reinkommen. Und abhäkeln. Und so häkelt man zurück bis ganz Ende. Immer langsam. Schauen Sie, 2 Faden oben, unten bleibt dieser eine Faden. So sieht das jetzt aus. Die nächste Reihe wird wieder mit Luftmaschen sein. Und ihr häkelt Reihe zu Reihe, immer abwechseln, diese 2 Muster, bis Ihre erste Knäuel verbraucht wird. Ich habe jetzt insgesamt 22 cm in die Breite gehäkelt. Gemessen wird diese dünnere Teil. Und habe ich jetzt andere Knäuel genommen. Hier schauen Sie, orangene Farbe habe ich nur zwei Reihen gehäkelt mit orangener Farbe. Und dann Rest und habe ich von neuen Knäuel auch orangene Farbe aus der Mitte direkt geholt
und abgeschnitten. Aus dieser Farbe häkle ich später noch Griffen. Ich lege das zur Seite einfach und weiter häkle ich mit Rose. Also ich habe von innen geholt, das heißt, die Farben werden jetzt umgekehrt sein. Genau wie hier. Dann geht Rose, Grün und so weiter. Wenn ihr von außen Farben nehmt, dann wird das diese Farbe sein. Aber die muss an die Seite kommen. Und wenn ihr alles in einer Farbe häkelt, macht ihr einfach weiter in die Breite, welche ihr das braucht. Ich habe insgesamt 42 cm gehäkelt und beendet habe ich oben, wo diese Seitenteil jetzt kommt, Maschenmarkierer. Von hier runter 37 Maschen und die letzte Masche habe ich markiert. Und jetzt häkle mir genau dasselbe Teilchen auf diese Seite, auch mit 6 Reihen. Ihr häkelt jetzt weiter bis zu dieser letzten markierten Stelle. Und die letzte Masche in dieser markierten Stelle, jetzt 2 Luftmaschen und dreht man rum und häkelt weiter nur mit 37 Maschen diese Seitenteil und insgesamt wie die andere Seite mit 6 Reihen. Als nächstes verbindet man diese Seitenteil mit dem Rest von der Tasche. Hier die Seite habe ich schon gemacht, schauen Sie. Einfach über den Rand vernähen. So, hier oben anfangen. Und Masche zu Masche. Alles vernähen hier. Die Tasche ist fast fertig, die Seitenteile sind vernäht und weiter häkle ich die Griffen mit orange Farbe. Wer mag keine gehäkelte Griffe, kann auch so welche aus Kunstleder besorgen. Sieht auch schön aus. Oder zum Beispiel so welche zum Schrauben. Kann man einfach in diese Öffnung reinschrauben. So ist auch sehr schön. Ich fange an die Stelle, wo das Seitenteil angebracht ist, in diese Ecke. Und erste Reihe häkelt man einfach mit Festmaschen um. Und zwar schauen Sie in regelmäßige Abstände. Ich gehe zum Beispiel hier diese 2 Reihen, ja, eine Vollreihe, eine Reihe mit Luftmaschen. Und in diesem Abstand häkle ich 3 Festmaschen. Hier, da und da. Und dann weiter auch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. In jede 2 Reihen 3 Maschen. Immer in regelmäßig. Erst gehe ich da rein. Dann hier in die Mitte zwischen denen und hier die letzte, dritte. Diese Endstück lassen sich hier rein, später verstecken und auch vernähen. So, 3 Maschen hier. Dann in diese Stellen sind auch 3 Maschen. Also ich gehe hier rein, 1, hier in die Mitte, 2, hier die dritte. Und so weiter, den ganzen Rand umhängen. Diese Reihe ist fertig. Ich habe 2 Markierer eingesetzt. Und zwar, es ist Anfang und Ende von Griff. Hier von Verbindungsstelle von der Seite bis zu dieser markierten Stelle 10 cm. Ich habe Maschen nicht nachgezählt, kann man auch nachzählen und kontrollieren.
gleiche Maschenanzahl. Und hier auch von Verbindungsstelle bis hier auch 10 cm. Ja, so ungefähr. Wir häkeln weiter in Spiralrunden, werden wir diese Reihe nicht abschließen und einfach unter die 2 Faden nächste Masche häkeln. Wir häkeln bis zur ersten markierten Stelle. Marker weg und hier machen wir jetzt Luftmaschenkette, und zwar welche Größe von den Griffen ihr braucht. Also ich habe so ungefähr 50 cm gemessen und so viel mache ich jetzt eine Luftmaschenkette. Ich habe 60 Maschen gehäkelt, jetzt ist es ungefähr 50 cm bei mir. Jetzt verbinde ich diese hier und weiter häkele ich mit Festmaschen bis zur anderen Seite und auf die andere Seite genau dasselbe. Maschen markieren und auch anderen Griff formen. Die nächste Reihe ist ganz einfach. Man häkelt durchgehend mit Festmaschen und hier bei der Luftmaschenkette, man häkelt einfach unter diese 2 Faden eine Festmasche. Einmal rum, ganze Reihe. Die nächste Reihe häkle ich hier an dieser Stelle ein bisschen anders. Nicht durchgehend mit Festmaschen, sondern die 3 Maschen, eine von unten, eine in die Ecke und eine von der Griffseite zusammen. Also ich mache Abnahme mit 3 Maschen, damit Griff ganz schön nach oben steht und hier wird nicht so unschön abgehen. Ich nehme eine Masche von der Seite, diese Masche von dieser Ecke und nächste Masche gehört schon zu dem Griff. Ich gehe in die erste rein, in die zweite rein und dann in die dritte. Und alle 4 Faden auf einmal abhäkeln. So. Und weiter gewöhnliche Festmaschen. Und schauen Sie, so sieht das aus. Und genau dasselbe auf der anderen Seite mit 3 Maschen. Weiter häkelt er selbstständig diese Reihe zu Ende. Diese Reihe wird letzte Reihe bei mir sein. Wer braucht ein bisschen breiter Griff, kann ja klar weiter häkeln. Und diese Reihe häkle ich ein bisschen anders. Bis hierhin mit Kettmaschen unter die 2 Faden durchziehen, in die nächste, durch diese ziehen bis zu dem Griff. Und hier gibt es 2 Möglichkeiten, weiter mit Kettmaschen durchziehen oder noch eine Reihe mit Festmaschen häkeln. So. Und ich zeige, wie das aussieht. So wird dann das aussehen. Bisschen breiter hier. Hier am Ende Garn abschneiden, rausziehen. Bei der allerersten Masche unter die 2 Faden durchziehen und wieder zurückbringen auf der Stelle, wo es rauskommt. Drehen Sie rum und schauen Sie genau, welche Masche ist das, und rausziehen. Abgeschlossen. Diese Ende runterziehen, verstecken und vernähen. Und das war's. Meine Tasche ist fertig. Das ist der Rest von 2 Knäuel.
Ich hoffe, dieses Video und diese Idee von Strandtasche hat euch gefallen. Schreiben Sie in Kommentar und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!